Schaut mal, was wir heute gebacken haben. Ein Sauerteigbrot auf Wirsing und Speck gebacken. Und das wollen wir jetzt mal anschneiden. Ich bin gespannt. Schau dir das an. Wow. Wie dieses Wirsing, Speck, Roggen, Sauerteigbrot funktioniert, seht ihr in diesem Video. Oh, ist das lecker. So, wir haben hier 375 Gramm Roggenmehl, 375 Gramm ganz normales 405er Weizenmehl, 50 Gramm Haferflocken, 30 Gramm Röstzwiebeln, eine Prise Salz, einen Würfel Hefe. Hier drinne habe ich jetzt versteckt einen Esslöffel Honig. Und was wir hier haben, das ist ein Paket Sauerteig aus dem Reformhaus. Und wir fangen an, die Hefe anzusetzen. Und zwar, dafür brauche ich ja meinen Esslöffel Honig. Und da gebe ich jetzt den Block Hefe drauf. Und die Hefe, die krümel ich da jetzt einfach nur auf den Honig. Diese Mischung Honig und Hefe füllen wir mit 500 Milliliter lauwarmem Wasser auf. Direkt aus der Leitung. Weil die Hefe mag eines, die mag Wärme und die mag Zucker. Und der Honig, der löst sich so wunderschön schnell auf. Geben der Hefe jetzt einen kleinen Moment Zeit, richtig in den Gange zu kommen. Dann können wir schon mal unser Roggenmehl, das Weizenmehl und unsere Haferflocken. Ups, das ging ja gerade eben gut, Carmen. Hä? Unsere Röstzwiebeln, alles hinein, Onkel Otto. Und unsere Prise Salz darf da auch nicht fehlen. Ganz kleinen Moment Geduld, weil die braucht noch etwas Zeit. Carmen, das schäumt. Und wie? Und das ist kein Cappuccino. Das ist unsere Hefe. Diese Hefe gebe ich jetzt hier auf unseren Sauerteigansatz, den ich ja im Reformhaus erstanden habe. Das Ganze vermische ich auch hier noch einmal. Wer einmal so einen Sauerteig angesetzt hat, kann den immer wieder füttern. Wenn wir denn Brot backen, nimmt man sich davon etwas weg, lässt es im Kühlschrank stehen und dann wieder füttern und füttern und füttern. So, also der Ansatz kommt da jetzt mit drauf. Hefe, Sauerteig auf unser Mehl und das Ganze wird jetzt kräftig durchgeknetet. So, schaut mal, wir haben ihn jetzt 5 Minuten hier langsam kneten lassen und ich habe hier etwas ganz Besonderes vorbereitet. 2 Wirsingblätter und darauf habe ich einfach nur so ein bisschen Bacon gelegt. Diese Idee, die ist nicht von mir, ich will mich nicht mit falschen Federn schmücken, sondern von Jochen Gaues, dem Promi-Bäcker aus Hannover und Hamburg. Er macht schon verrücktes Brot und diese Idee fand ich besonders gut. Und zwar kommt es daher, die haben früher in den Steinöfen, wenn da noch ein bisschen Asche drin war, das Brot geschützt, indem sie da ein Blättchen Wirsing drunter gelegt haben. Und der Wirsing wurde nachher wieder abgenommen. Und er hatte die Idee, da lasse ich den Wirsing mal dran und auch den Speck dazu. Dann wird der Wirsing natürlich auch mitgebacken und er kriegt so ein süßliches Aroma, ähnlich vom Geschmack her wie bei den Kohlrouladen. Tolle Kombo. Und da geben wir jetzt unseren Brotteig drauf. So, Carmen, das sieht doch schon mal gut aus, oder? So, und unseren Teig, den nehmen wir jetzt hier einfach raus. Guck mal, da ist er. So, und diesen Teig, den halbiere ich mir jetzt einfach, dass ich 2 ansatzweise gleich große Stücke habe. Und den Teig, den walke ich mir jetzt noch so ein bisschen aus. Und zwar immer mit dem Handballen einmal so reingehen, dass am Ende hier eine ansatzweise geschlossene runde Kugel entsteht. Schaut mal. Und was ganz besonders schön ist, wenn ihr nachher hier oben drauf
noch ein bisschen Mehl habt. Und diese Kugel einfach hier auf den Wirsing drauf, auf den Speck. Das machen wir mit der zweiten ganz genauso. So, und das sieht doch schon ganz gut aus. Und da machen wir jetzt ein paar Schnitte rein. Einfach mit einem kleinen Messer so 4 Schnitte, weil dann bricht beim Backen die Krume ein bisschen auf und das Brot platzt nicht von allein. Das geben wir jetzt bei 40 Grad in den vorgeheizten Backofen und lassen das Brot noch ein bisschen aufgehen. Carmen, die haben sich fast verdoppelt. Boah, Ja? ja. Das ist so wie ich jetzt hier mit meinem Homeoffice. Die nehmen wir jetzt mal eben raus und lassen die hier im Moment mal eben weitergehen. Und den Backofen schalte ich jetzt auf 200 Grad. Einmal vorheizen und da kommt das Brot gleich wieder rein. Carmen, da piept was. Oh, lecker, das Brot ist fertig. Oh, schau, bitte, 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 schau da mal hinein. Wow. Aber es muss noch ein bisschen auskühlen. Deswegen traue ich mich jetzt mal. Oh, ja, schau, da ist der Kohl. Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Ich drehe es jetzt mal extra mal so rum. Und das riecht doch lecker. Na ja, natürlich, schau dir das an. Oh. Das ist dieser gebackene Kohl und der gibt uns das ganz besondere Aroma. Und darunter verbirgt sich der Speck. Und wisst ihr, was das Beste ist? Kohl und Speck zu naschen. Wir warten drauf, dass das Brot kalt ist. So, Carmen. Hier unter mit dem Speck und mit dem Wirsing, das ist doch toll, oder? Super. Jetzt will ich das gerne mal probieren. Schöne Krume hier oben. Ein bisschen frische Butter oben drauf. Ich glaube, mehr braucht man nicht. Und? Es ist locker, es ist aromatisch und es hat diesen Wirsing-Geschmack mit dem Speck. Einfach toll. Sehr schön. Über einen Daumen hoch würden wir uns sehr freuen. Abonniert den Kanal und wir beide, die Carmen und ich, wir haben euch furchtbar lieb. Tschüss, ihr Lieben.